Wir stellen euch heute die 10 wichtigsten Gegenstände vor, die sich bei uns auf die letzten 27.000 Kilometer auf Radreise sehr bewährt haben. Ob das auch die Gegenstände sind, die für euch sind, das hängt natürlich davon ab, wie ihr unterwegs seid. Seid ihr mehr in Unterkünften oder seid ihr wild campen? Seid ihr auf einer kurzen Radreise oder auf wirklich einer großen Radweltreise? Das sind alles Faktoren, die dann natürlich mit reinspielen. Aber wie gesagt, heute geht es um die 10 Dinge, die sich für uns auf großer Radweltreise sehr bewährt haben. Und am Ende vom Video verraten wir euch unseren 10. Tipp und mit dem Tipp könnt ihr sogar richtig gut Geld sparen. Also viel Spaß beim Video und fangen wir an mit dem ersten Gegenstand. Der erste und vielleicht sogar wichtigste Gegenstand für uns auf Radreise ist der Rückspiegel. Er schaut nicht besonders sexy aus, auch nicht sehr sportlich, aber er kann wirklich Leben retten und ich bin mir sicher, dass er uns schon vor vielen glimpflichen oder brenzlichen Situationen bewahrt hat. Der Lkw-Verkehr in manchen Ländern, der kann wirklich zermürbend sein und auch saugefährlich. Für Radreisende eigentlich die größte Gefahr unterwegs. Der Rückspiegel ermöglicht uns, dass wir den Verkehr ein bisschen besser einschätzen können, wie knapp er an uns vorbeikommt. Das kann mitunter wirklich eine riesengroße Hilfe sein. Der Nachteil von dem Rückspiegel, den wir haben, ist, dass wenn das Fahrrad umkippt, dass er ganz leicht abbricht. Der Reini hat jetzt ein neues Modell, das ist anders montiert auf seinem Lenker, da passiert das nicht mehr. Aber wir haben immer ein paar kleine Ersatzteile dabei, damit man eben, wenn das passiert mit dem Abbrechen, einfach das Ersatzteil austauscht und dann hält es auch wieder. Wir wollen ohne Rückspiegel wirklich nicht mehr unterwegs sein. Man kann den natürlich auch mal dazu nutzen, um zu schauen, ob die Frisur noch sitzt. Aber im Endeffekt ist er ein Lebensretter, wenn man auf stark befahrenen Straßen unterwegs ist und das lässt sich eben nicht immer vermeiden. Für uns unentbehrlich auf Radreise ist zumindest ein Basisset an Werkzeug. Wir haben da dabei einmal eine Luftpumpe und dazu auch ein Pickzeug. Also wenn man mal einen Bordschen hat, dass man den picken kann und den Mantel, also den Schlauch, dann auch wieder aufpumpen kann. Die Pumpe, was wir da haben, die ist von Topic, mit der sind wir ziemlich zufrieden. Der einzige Nachteil ist natürlich, wenn man jetzt einmal 4 Bar aufpumpen muss und das bei 4 Reifen, ist das wahnsinnig anstrengend. Es gibt alternativ so Pumpen, die haben kleine Füße drauf, die kann man dann am Boden stellen und wesentlich einfacher natürlich dann den Reifen aufpumpen. Für uns ein unentbehrliches Werkzeug ist ein Multitool. In unserem Fall haben wir da einen Leatherman Wave. Wir haben den auf unserer ersten Reise, auf der Weltreise schon mitgehabt. Und das ist einfach super praktisch, das Ding, weil es einfach so viele Funktionen hat. Es hat ein Messer drin, es ist eine Feile drin, ein Schraubenzieher, eine Zange. Das heißt, es ist einfach so vielseitig einsetzbar. Es ist zwar relativ schwer, aber die Vorteile überwiegen einfach bei dem Ding. Zusätzlich haben wir, speziell jetzt eben, weil wir ein Piniengetriebe haben, ein Lockring-Tool dabei. Mit dem Lockring-Tool kann man den Lockring und die Riemenscheibe an der Pinien befestigen. Also das Ding muss halt immer dabei sein, damit man das gescheit festmachen kann. Ein weiteres Teil, was wir dabei haben, ist ein Speichenzieher. Das heißt, wir haben auf der letzten Reise, also auf unserer großen Weltreise, haben wir, glaube ich, 4 oder 5 Speichenbrüche gehabt. Das heißt, man braucht einfach dann einen Speichenzieher, dass man die Speichen, die was man dann neu einsetzt, wieder festziehen kann. Ein weiteres essentielles Teil für uns ist ein Ratschenset von Topic, wo wir auch kleine Ratschen dabei haben. Zusätzlich dann kleine Bit-Einsätze, die was genau auf die Inbusgrößen, die wir brauchen, passen. Man muss aber auch dazu sagen, dass das Ratschenset relativ filigran ist. Das heißt, man kann große Schrauben damit nicht öffnen, weil sonst würde man sich die kleine Ratschen, die dabei ist, kaputt machen. Deswegen haben wir immer noch ein Set an Inbusschlüsseln dabei für große Schrauben. Wie zum Beispiel bei der Kurbel, da braucht man einen großen Inbus, dass man das aufmachen kann. Einen kleinen Tipp habe ich noch. Das, was wir da jetzt haben, ist ein Basiswerkzeug. Das heißt zum Beispiel, wo wir auf unserer großen Weltreise waren, haben wir wesentlich mehr Werkzeug dabei gehabt, weil man einfach, wenn man irgendwo in der Wüste ist, man hat nicht immer ein Radlgeschäft oder so zur Verfügung, dass man einfach selber alles herrichten kann. Was auch noch wichtig ist, dass man sich anschaut, was braucht man für sein eigenes Rad. Das heißt in unserem Fall, wir haben ein Piniengetriebe, deswegen haben wir dieses Spezialwerkzeug dabei. Wenn man jetzt eine normale Kettenschaltung hat, braucht man vielleicht irgendwelche anderen Imbusschlüssel oder so. Das heißt, bevor man die Reise antritt, sollte man sich das halt genau überlegen. Ein ganz essentieller Gegenstand für uns ist die Handyhalterung am Fahrradlenker. Wir nutzen das Handy zum Navigieren, um die Strecke aufzuzeichnen, um zu fotografieren, zu filmen. Wir googeln öfter mal was nach, wir schauen, wo ist der nächste Campingplatz, wo ist die nächste Unterkunft etc. Das Handy braucht man wirklich immer bei der Hand. Und damit man das nicht ständig aus den Taschen rauskramen muss, ist so eine Handyhalterung Gold wert.
Wie ihr seht, unsere Handyhalterung, die hat schon etliche tausende Kilometer auf dem Buckel und das sieht man eindeutig. Die ist wirklich gut hergenommen und löst sich schon alle Einzelteile auf. Trotzdem waren wir mit dem Modell von Topic super zufrieden. Es gibt am Markt natürlich unzählige Modelle, Produkte, Marken, die solche Smartphone-Halterungen für Fahrradlenker herstellen. Wenn ihr euch auch sowas zulegen wollt, dann können wir euch den guten Tipp geben, dass ihr unbedingt beim Mechanismus darauf achtet, dass ihr sie mit einer Hand lösen lasst. Das heißt, beim Radfahren hat man maximal eine Hand zur Verfügung und mit einer Hand muss man das Handy von dieser Halterung lösen können. Natürlich ist es auch wichtig, dass der Mechanismus so stark ist, dass bei Erschütterungen das Smartphone nicht vom Lenker runterfällt. Das sind so die Dinge, auf die sollte man unbedingt achten beim Kauf von einer Smartphone-Halterung. Wir haben schon unterschiedliche Modelle getestet, zum Beispiel von Ultimate Add-ons oder von Topic. Uns würde interessieren, falls ihr schon solche Handyhalterungen nutzt, welche ihr habt, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt und welche empfehlen könnt. Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Unverzichtbar ist für uns übrigens nicht nur das Handy, sondern auch der Laptop. Ein Laptop braucht natürlich nicht jeder, aber für uns ist es ganz ein wichtiges Arbeitsgerät. Alle unsere Geräte sind immer mit einem VPN ausgestattet. Ihr kennt das bereits von unseren anderen Videos. Wir nutzen CyberGhost nur schon echt lang und ziemlich intensiv. Und wir können euch den VPN wirklich sehr empfehlen. Wir haben den Laptop dabei, um unsere Videos zu schneiden, um unsere Fotos zu bearbeiten, Blogbeiträge zu schreiben und so weiter. Aber wir nutzen ihn natürlich auch oft abends in Unterkünften, um unseren Film anzuschauen. Denn die meisten unserer Lieblingsserien, wie aktuell zum Beispiel Schitt's Creek, sind in Österreich gar nicht verfügbar. Mit dem VPN umgehen wir das Geoblocking und können, egal wo wir uns gerade befinden, alles anschauen. VPN steht übrigens für virtuelles privates Netzwerk. Und wenn du zum Beispiel ein öffentliches WLAN einsteigst, das machen wir unterwegs wirklich täglich, verbirgt ein VPN deine IP-Adresse und leitet deine verschlüsselten Daten durch einen VPN-Tunnel. So machst du es Hackern ziemlich schwer, deine Daten zu klauen. Wenn die Funktionen für dich sinnvoll klingen und du CyberGhost VPN einmal ausprobieren möchtest, dann bekommst du mit dem Link in der Videobeschreibung den VPN um nur 1,94 € pro Monat und als kleines Geschenk gibt es 4 Monate kostenlos obendrauf. Und falls du merkst, dass es doch nichts für dich ist, dann hast du immer nur 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. Der nächste Gegenstand ist eine Stirnlampe. Die ist vor allem wichtig, wenn man eben wild campt, dass man ein Licht dabei hat. Wir haben da beide von Petzl die Stirnlampe Tikka. Die ist super günstig, die kostet glaube ich um die 25 € und die erfüllt alle Zwecke. Also sie ist ausreichend lichtstark. Man kann zusätzlich sie einen Akku kaufen, das was wir auch gemacht haben. Man kann sie aber auch mit normalen AAA-Batterien betreiben. Also ist wirklich ein super praktisches Teil. Und was man auch erwähnen muss bei der Stirnlampe ist, dass die zusätzlich rotes Licht dabei hat. Das ist für mich vor allem sehr wichtig, wenn ich jetzt in der Nachtfotografie draußen unterwegs bin, dann schalte ich da aufs rote Licht. Das bedeutet, dass ich dann die Pupille im Auge nicht umstellen muss. Wenn ich jetzt das normale weiße Licht hätte, würde sie die ständig umstellen müssen. Und dafür ist es natürlich auch sehr nützlich. Wir haben die Stirnlampen wirklich täglich im Gebrauch. Das heißt, wenn wir irgendwo wild campen, am Abend die Stirnlampen drauf, man kann noch kochen, wenn man irgendwas im Zelt sucht oder so. Man kann die Stirnlampen zum Beispiel auch im Zelt oben auf eine Schnur draufhängen, dann ist das wie eine kleine Beleuchtung im Zelt. Also ist echt vielseitig einsetzbar, das Ding. Ein weiterer sehr wichtiger Gegenstand ist meine optische Sonnenbrille oder allgemein eine Sonnenbrille. Ich wäre ohne Brille quasi blind und konnte so nicht wirklich Radfahren. Deswegen brauche ich immer entweder eine normale Brille, Kontaktlinsen oder eben eine optische Sonnenbrille. Das Ding ist, für mich persönlich sind Kontaktlinsen überhaupt keine Option. Erstens mal ist es mit der Hygiene unterwegs sehr schwierig, immer die Kontaktlinsen sauber zu halten. Und für mich ist es auch auf die Augen oder in den Augen überhaupt nicht angenehm. Ich mag das wirklich überhaupt nicht. Deswegen ist für mich die beste Alternative die optische Sonnenbrille. Ihr kennt es von unseren Videos, wir haben die Brille wirklich immer auf. Wir sind sehr zufrieden damit. Wir haben auch unterschiedliche Scheiben, also für dunkle Tage habe ich dann auch eine helle Scheibe. Und somit kann ich die optische Sonnenbrille wirklich bei allen Witterungen aufsetzen. Auch wenn es zum Beispiel sehr stark windet oder sehr stark regnet, ist es einfach angenehm, was vor die Augen zu haben. Beim Reini zum Beispiel ist es so, dass der keine optischen Einsätze mehr braucht. Tragt die Sonnenbrille aber trotzdem immer, weil es einfach ein guter Schutz ist vor die Augen. Auch die ganzen Insekten, die ihm entgegenfliegen, die prallen dann ab und fliegen nicht in die Augen rein. Also wir haben wirklich
immer auf. Wenn wir mit unseren Rädern unterwegs sind, dann brauchen wir richtig viel Strom. Also wir haben ja unseren Laptop dabei, wir haben Kameraakkus dabei, die Smartphones können aufgeladen und deswegen sind wir immer angewiesen auf Powerbanks. Zu Beginn unserer ersten Reise haben wir 2 von diesen Wata Powerbanks dabei gehabt. Die haben jeweils 18.000 mAh. Mit denen sind wir nicht wirklich zufrieden, weil die nach kürzester Zeit am Anschluss oben einen Wackelkontakt gehabt haben. Das heißt, sie haben manchmal einfach nicht aufgeladen. Sie haben manchmal die Geräte, die wir angeschlossen haben, nicht aufgeladen. Also die können wir nicht wirklich empfehlen. Deswegen sind wir jetzt umgestiegen auf eine andere Powerbank. Und zwar haben wir da jetzt von Anker eine Powerbank. Die hat 20.000 mAh, hat zusätzlich 2 Ladeanschlüsse, was super praktisch ist, dass man eben 2 Sachen gleichzeitig aufladen kann. Unser Reisestil ist ja so, dass wir sehr oft wild campen und das heißt, man hat nicht immer Steckdosen dabei. Deswegen ist ein nützliches Teil in Kombination mit der Powerbank ein Solarpanel. Das heißt, wenn wir jetzt einen ganzen Tag unterwegs sind und es hat so ein Wetter wie heute, dann können wir mit dem Solarpanel schon einmal 2 Handyladungen in die Powerbank laden. Zum Solarpanel haben wir noch das E-Werk von Busch & Müller. Beim E-Werk muss man sagen, dass das nicht sehr effizient ist. Das heißt, man kann vielleicht über den Tag verteilt eine halbe bis maximal eine ganze Handyladung aufladen. Das hängt natürlich dann davon ab, ob man sehr viel bergauf fährt, ob man im Flachen fährt, das heißt, wie schnell das man ist. Was man auch noch erwähnen sollte, ist das Gewicht der Powerbanks. Generell sind ja Powerbanks schwer. Ich meine, Akkus, weiß man ja, sind recht schwer. Aber diese Powerbank von Wata, die ist nur mal zusätzlich schwerer, weil sie ein Metallgehäuse hat. Das ist ein Riesenvorteil von unserer neuen Powerbank. Und was auch noch wichtig zu erwähnen ist, wir haben 2 von diesen dabei gehabt. Das war schon ein bisschen zu viel. Also wir kommen mit einer, die hat jetzt eben 20.000 mAh, kommen wir eigentlich ganz gut aus. Vom nächsten Gegenstand haben wir eigentlich schon in unserem letzten Video erzählt. Das Video über 10 Tipps für mehr Körperhygiene auf Radreise. Wir verlinken euch das Video mal da oben, beziehungsweise ihr findet den Link unten in der Infobox. Und zwar der nächste Gegenstand ist das Natron Deo. Das Natron Deo hat einfach den riesen Vorteil, dass es wahnsinnig geruchshemmend ist und somit lästigen Schweißgeruch vermeidet. Wir haben euch gezeigt in dem Video, wie wir das selber herstellen. Also man kann das eben als Deo-Spray selber herstellen mit Hilfe von Natron und Wasser. Ist ganz einfach. Aber es gibt auch am Markt Alternativen mit Deo-Cremes. Wir haben da ganz gern die kleinen Proben von der Firma Wolkenseife dabei. Natron hat den riesen Vorteil, dass es ganz stark geruchshemmend wirkt. Es wirkt jetzt nicht gegen Schwitzen an sich, aber eben gegen den Geruch. Und auf Radreise kann das schon ganz angenehm sein, wenn man mal ein bisschen weniger riecht. Den Deo-Spray kann man übrigens auch für den ganzen Körper nutzen. Also man kann auch die Schuhe damit besprühen, man kann die Füße damit besprühen. Kleidung allgemein kann man mit dem Deo-Spray einsprayen. Ja, und das hilft einfach, unangenehmen Gerüchen vorzubeugen. Und für uns ein absolut essentielles Ding, ohne das wir niemals auf Radreise gehen würden. Der nächste Gegenstand führt uns zu einem Thema, das uns alle betrifft, und zwar den Toilettengang. Wenn man jetzt auf Radreise ist, dann muss man ab und zu auf die Wildtoilette. Und bei der Wildtoilette ist es essentiell, dass man eine Schaufel dabei hat. Und das ist wirklich ein sehr wichtiger Gegenstand für uns, dass man eben ein Loch graben kann, wo man sein Geschäft verrichten kann. Wir haben früher immer so eine gewöhnliche Schaufel vom Baumarkt dabei gehabt, aber die ist relativ schwer. Deswegen haben wir uns jetzt so einen Schaufelhering zugelegt. Der ist super leicht, der hat auch so kleine Zähne drauf, dass man leicht ein Loch graben kann, und das werden wir in Zukunft auf Radreise mitnehmen. Mehr zum Thema Wildtoilette und worauf man achten muss dabei erfahrt ihr in unserem Hygienevideo, das die Angie vorher schon erwähnt hat. Beim nächsten Gegenstand haben wir knapp 6.000 Kilometer gebraucht, bis wir gemerkt haben, dass wir den ganz dringend brauchen. Und zwar geht es um Klickpedale. Losgefahren sind wir mit großen Plattformpedalen, aber nach ungefähr 4.000 Kilometern haben sich bei mir die ersten Knieprobleme bemerkbar gemacht. Die sind so stark geworden, dass wir wirklich nicht mehr als 50 Kilometer am Tag fahren haben können. Okay. Der Reini hat es dann geschafft, dass er mich unterwegs davon überzeugt hat, dass wir auf Klickpedale umsteigen müssen. Ich war immer irgendwie dagegen, weil man braucht ja doch extra Fahrradelschuhe und es besteht immer die Gefahr, dass man drin stecken bleibt und umfällt. Mittlerweile haben wir knapp 23.000 Kilometer mit Klickpedalen hinter uns und meine Knieprobleme, die waren wirklich von einem Tag auf den anderen verschwunden.
Wir fahren Shimano XD Klickpedale, aber sie sind auf einer Seite eben zum Klicken und auf der anderen Seite sind es Plattformpedale. Es ist also eine gute Mischung aus beiden Varianten und für uns, fürs Radreisen, die absolut beste Lösung. Die Mischung aus Klickpedale und Plattformpedale hat auf Radreisen einfach den großen Vorteil, dass wenn man mal kurz zum Beispiel zum Supermarkt fahren möchte, nicht immer die Radschuhe anziehen muss, sondern man kann einfach mit seinen Schlapfen oder Turnschuhen, was man halt sonst noch dabei hat. Wir wissen, unter den Radreisenden ist das ein heiß diskutiertes Thema, ob man mit Klicks oder ohne Klicks fahren. Wir wollen ja nicht sagen, dass das jetzt die ultimative Lösung ist und man darf auf keinen Fall ohne Klickpedale fahren. Wir haben nur für uns gemerkt, eben nach 6000 Kilometern, dass es wirklich ein riesen Unterschied ist und man beim Bergauffahren wunderbar den Druck verteilen kann. Man kann hochziehen, man kommt den Berg einfach leichter rauf. Wir wollen das nicht mehr missen und vielleicht haben wir bei dem einen oder anderen so jetzt einen Denkanstoß geben können, dass man das vielleicht einfach mal ausprobiert. Kommen wir mal zum letzten Gegenstand und das ist der Gegenstand, mit dem ihr unter anderem richtig viel Geld sparen könnt. Und zwar eine Kreditkarte. Und das ist aber nicht irgendeine Kreditkarte, sondern eine Kreditkarte, wo, wenn man im Ausland ist, keine Gebühren bei einem Bankomaten zahlt. Weil wenn man jetzt im Ausland unterwegs ist, dann erhebt die eigene Bank eine Fremdwährungsgebühr. Das heißt, das kann ganz schön teuer werden, wenn man oft abhebt. Wir haben Kreditkarten von der Online-Bank Comdirect. Die haben wir seit 2018. Man muss aber dazu sagen, 2018, wo wir losgefahren sind, haben die noch ganz andere Konditionen gehabt. Das heißt, man hat noch beliebig oft im Monat bei einem Bankomaten abheben können und hat nichts gezahlt dafür. Mittlerweile ist es so, dass man nur mehr 3-mal im Monat bei einem Bankomaten abheben kann. Es gibt aber Alternativen zur Comdirect Bank, und zwar zum Beispiel die Barclay Bank. Scheinbar ist es bei der Barclay Bank so, dass man beliebig oft abheben kann und zusätzlich soll man bei der Barclay Bank auch kontaktlos zahlen können. Und zwei Dinge möchte ich nur erwähnen, wo man wirklich aufpassen muss. Zum einen soll man sich wirklich auch das Kleingedruckte bei diesen Banken durchlesen, dass man nicht irgendwo versteckte Kosten hat, die was man dann zahlen muss. Und zum anderen ist es so, wenn man jetzt im Ausland beim Bankomaten abhebt, kann es auch sein, dass der Bankomat selber eine Gebühr verlangt. Das heißt, man soll sich vorher informieren, bei welchem Bankomaten man keine Gebühren zahlen muss. Also wenn man jetzt viel außerhalb der EU unterwegs ist und Fremdwährungen hat, dann sollte man sich mit dem Thema wirklich auseinandersetzen, weil man kann einfach mit so einer Kreditkarte richtig viel Geld sparen. Das waren jetzt die 10 essentiellsten Dinge für uns auf Radreise. Aber natürlich braucht man für eine Radreise noch wesentlich mehr Equipment. Auf unserer Webseite www.saddlestories.at findet ihr eine komplette Auflistung unserer Ausrüstung, sowohl von unserer Radweltreise als auch von unserer Reise ins Nordkap. Übrigens machen wir im August eine kleine YouTube-Sommerpause. Um die Zeit bis zum nächsten Video zu verkürzen, schaut euch gern auf unserem Blog oder auf unserem YouTube-Kanal um, denn da gibt es jede Menge hilfreiche und unterhaltsame Inhalte zum Thema Radreisen. Und schaut einmal bei CyberGhost VPN vorbei. Über 38 Millionen Menschen nutzen ihn bereits und auch wir haben auf Reisen immer im Gepäck dabei. Mit dem Link in der Videobeschreibung kriegst du den VPN für 1,94 im Monat und 4 Monate gibt es kostenlos obendrauf. Natürlich mit einer 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. Wir sehen uns beim nächsten Mal.